Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir mit der Eulerschen Phi-Funktion rechnen oder auch beweisen können, dass es für manche Werte einfach keine Zahlen gibt, sodass die Eulersche Phi-Funktion einer Zahl genau diesen Wert annimmt. Und dazu wollen wir uns zunächst erinnern, wie wir mit der Eulerschen Phi-Funktion rechnen können. Also zunächst haben wir da einmal die Aussage, wenn p eine Primzahl ist und e eine natürliche Zahl, dann ist die Eulersche Phi-Funktion einer Primzahlpotenz, lässt sich dadurch berechnen, dass wir einmal p hoch eben genau diese Potenz minus 1 rechnen und dann mal die Primzahl um 1 verringert. So, also als Beispiel Phi von 4 ist gleich Phi von 2 hoch 2. Das ist dann 2 hoch 2 minus 1 mal 2 minus 1, also gleich 2 hoch 1 mal 1, also gleich 2. So könnte man das beispielsweise berechnen. Genau, außerdem gilt, wenn wir verschiedene natürliche Zahlen haben, die paarweise teilerfremd sind, dass wir dann die Eulersche Phi-Funktion auch einfach einzeln auf die Faktoren anwenden können und sie danach multiplizieren können. Das heißt, die Reihenfolge von Multiplikation und Anwendung der Eulerschen Phi-Funktion ist, sofern die Faktoren paarweise teilerfremd sind, egal. Und das führt uns dann zu dem, was wir jetzt hauptsächlich brauchen. Wir können jede natürliche Zahl auch in ihre Primfaktorzerlegung als Produkt von eben Primzahlpotenzen schreiben. Und dann können wir, wenn wir beides zusammenpacken, für jede natürliche Zahl die Eulersche Phi-Funktion berechnen als Produkt von i gleich 1 bis k von p hoch ei, das muss natürlich pi sein, hoch ei minus 1 mal pi minus 1. Also letztendlich das einfach nur zusammen mit dem verknüpft auf verschiedene Primzahlen angewendet. Und das wollen wir uns jetzt einfach einmal anschauen, einmal indem wir damit rechnen und die Eulersche Phi-Funktion von 5940 berechnen wollen. Und da müssen wir zunächst erstmal die 5940 einmal in ihre Primfaktoren zerlegen. Man kann direkt sehen anhand der 0, dass das Ganze durch 10 teilbar ist, also durch 2 und 5. Dann bleiben noch 594 über. Das endet wieder auf einer geraden Zahl, das heißt, da können wir nochmal durch 2 teilen. Haben wir also schon mal 2 hoch 2 mal 5 mal 297. 297 ist durch 9 teilbar, also gleich 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 mal 33. Und 33 ist einfach 3 mal 11, also 2 hoch 2 mal 3 hoch 3 mal 5 mal 11. Genau, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, Phi von 5940 ist das gleiche wie Phi von 2 Quadrat mal Phi von 3 hoch 3 mal Phi von 5 mal Phi von 11. So, und jetzt können wir jeweils auf diese einzeln das hier oben anwenden und erhalten dann entsprechend 2 mal 2 minus 1 mal 3 Quadrat mal 3 minus 1 mal, gut, wenn wir jetzt hier entsprechend einfach nur eine 1 haben, dann fällt natürlich dieser Term weg. Das heißt, für die 5 bleibt nur noch 5 minus 1 über und für die 11 ebenso mal 11 minus 1. Und dann ist das entsprechend 2 mal 9 mal 2 mal 4 mal 10. Und wenn man das zusammenrechnet, ist das einfach 1440. So, und dann haben wir das Ganze schon berechnet.
Wenn wir jetzt zeigen wollen, dass es keine natürliche Zahl n gibt, mit phi von n gleich 14, müssen wir das Ganze so ein bisschen rückwärts verstehen. Das heißt, auch hier versuchen wir wieder erstmal n als Primfaktorzerlegung, also p1 hoch e1 mal und so weiter bis p r hoch er. Das soll eine Primfaktorzerlegung sein und dann wissen wir, 14 ist 2 mal 7 und das soll gleich phi von n sein und das ist dann entsprechend, weil wir hiervon wissen wir, dass wir phi von n berechnen können, als p1 hoch e1 minus 1 mal p1 minus 1 bis pr hoch er minus 1 mal pr minus 1. Und insbesondere wissen wir, dass also bei diesen Vorfaktoren, die können drin sein, die können aber auch durch Potenz von 0 entsprechend rausfallen. Aber wir wissen von diesen Faktoren, dass die jeweils im Produkt enthalten sind. Also wissen wir, dass jedes dieser pi minus 1 eben 2 mal 7 teilen muss. Das heißt, pi minus 1 muss entsprechend 1, 2, 7 oder 14 sein. Und jetzt sollten die PIs ja entsprechend immer Primzahlen sein. Also wenn wir hier jeweils 1 draufrechnen, landen wir bei 2, 3, 8 und 15. Und wir wissen, dass 8 und 15 eben keine Primzahlen sind. Dementsprechend wissen wir auch, dass PI 2 oder 3 sein darf. Alles andere können wir bereits ausschließen. Und jetzt soll phi von n, also gleich 2 hoch e1 minus 1 mal 3 hoch e2 minus 1 mal 3 minus 1 sein. Das 2, der Faktor 2 minus 1, der entsprechend 2, einfach nur mal 1 ist, lasse ich hier weg. Und das hier ist eben nicht durch 7 teilbar. Nicht durch 7 teilbar. Also kann das Ganze hier auch niemals 2 mal 7 werden. Und dementsprechend haben wir hier einen Widerspruch. Das ist das einzige mögliche Ergebnis, was wir vorher nicht schon ausgeschlossen haben. Das ist jetzt nicht mehr durch 7 teilbar. Und dementsprechend kann es kein solches n geben. Das heißt, sowohl das Berechnen als auch das Zeigen, dass eine solche Zahl nicht existieren kann, hängt eigentlich im Wesentlichen nur mit dieser Formel zusammen, die eigentlich wiederum auch nur Anwendung für eine Primzahl ist und als Zusatz eben, dass wir einzelne Faktoren auch einfach hintereinander schreiben können.